Hallo liebe Zuschauer, die letzten Tage waren emotional sehr stark geprägt, dass die Oma eben halt ihr Dach verloren hat. Das habt ihr ja alles mitbekommen, habt ja auch einen Livestream dazu gemacht. Und es war wirklich schlimm, die Oma zu sehen, wie sie weinte, und ich musste selber meine Tränen unterdrücken und sie trösten und Stärke zeigen, dass es dann trotzdem noch weitergeht. Und wie ich auch schon in den Kommentaren geschrieben habe, war ja innerhalb von 24 Stunden war das Geld zusammen für den Dachausbau. Ich hatte einen Kostenvoranschlag bekommen, erstmal von 75.000 Baht, und nach 24 Stunden waren wir schon über 100.000 Baht. Die Endsumme werde ich jetzt am Ende des Filmes sagen, und auch was damit verbunden ist. Ja, wie immer gibt es auch Menschen, denen hat das gar nicht gefallen, dass ich das gemacht habe, diesen Spendenaufruf. Ich habe da auch diesmal einen Kommentar durchgehen lassen, und da gibt es den Mario Kasper, der hatte mir einen Kommentar zukommen lassen: Hör auf mit den Battle-Sendungen unter dem Namen Oma hat kein Dach und so weiter. Solche Sachen sind in Thailand normal, und ihr könnt ja selber da lesen, was er noch da geschrieben hat. Ich finde, das sind Menschen, die wegschauen und sagen, das ist eben halt so, und tun nichts. Stellen sich aber jetzt hier bei mir auf die Bühne, um dagegen zu plärren. Ich kann nur sagen, wir sind eine super Truppe, Community, wie man ja so schön sagt. Wir haben es jedenfalls hingekriegt, dass die Oma ein Dach über dem Kopf hat. Natürlich gibt es auch noch andere arme Menschen, wo kein zweiter Florenz ist, sage ich mal. Aber so ein Mario Kasper, der denn hier 22 Jahre schon in einem Dorf in Isan lebt, hat anscheinend nicht die Eier in der Hose, selber Projekte aus dem Boden zu stampfen, um eben halt dort auch Menschen zu helfen. Ja, mit solchen Dingen muss ich mich dann auch noch ein bisschen befassen. Normalerweise hätte ich ihn blockiert, aber er sollte mal sehen. Und ich würde mich auch freuen, wenn er dem ein paar Kommentare zukommen lässt. Ich habe also auch noch einen anderen Leserbrief bekommen, den habe ich aber schon blockiert. Und dann versuchen diejenigen trotzdem noch immer mit mir Kontakt aufzunehmen, um ihr Bullshit, kann ich sagen, loszuwerden. Das ist jetzt hier der Peter Penke. Ich blende hier unten mal die E-Mail-Adresse ein. Du bist ein Breitmaul-Froschgesicht. Du redest wie ein Erstklässler. Niemals wirst du für längere Zeit eine Thai-Frau als Partnerin haben. Auch Thai-Frauen wollen sich nicht ausnützen lassen. Aber um das zu verstehen, bist du zu dumm. Du kannst keine Thai... Ich blende es mal ein, mir ist es zu blöd. Und dann kritisiert er, dass ich hier, wenn du auch Kritik in den Kommentaren zulassen würdest, hättest du 20.000 Abonnenten weniger. Dann kann ich dir nur sagen, wenn du da jetzt das guckst, solche Dummschwätzer gebe ich keine Plattform für sowas. Wir haben alle gezeigt, dass wir zusammenhalten und dass wir innerhalb von 30 Stunden sage und schreibe 240.000 Baht, sprich 6.500 Euro zusammengespart haben für Oma. Ja. Nur weil ich solche Leute wie diesen Peter Penke keine Plattform gebe hier auf meinem Kanal. Ich sehe, dass in diesem Kanal herzensgute Menschen sind, die hilfsbereit sind. So hilfsbereit, dass auch Ausnahmen da sind, sage ich mal. Also die geringste Spende, ist egal eigentlich, wie die Spendenzahlhöhe ist, 5 Euro war. Aber haltet euch fest, einer, der muss ja schon reich gewesen sein, der hat sage und schreibe 1.000 Euro gespendet für die Großmutter.
Das zeigt mir, dass ich bei euch im Herzen und vor allen Dingen natürlich die Oma angekommen bin, um anderen Menschen zu helfen. Jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, wie 80.000 kostet die Reparatur und ich will ja auch noch eine Matratze kaufen, hier und das. Aber da ist ja viel, viel mehr reingekommen, als das Ganze gekostet hat. Ja. Erst würde ich mal gucken, dass ich die Oma absichere. Das heißt also, dass die Kosten gedeckt sind, dass die Frau da jeden Monat kommt, dass die Oma alles bekommt, was sie gerne haben möchte zu essen. Obst jedes Mal bringe ich dann mit und dass sie das auch kauft. Oma ist jetzt vorrangig, dafür habt ihr das Geld auch gespendet. Das andere, was ich mir denke, ist, ich weiß, wie das ist. Ich hatte mal einen Spendenaufruf für die Großfamilie gehabt und da ist auch viel Geld reingekommen und dann kamen dann so Bettelbriefe, richtige Bettelbriefe. Und da will ich ja diesmal gar nicht mehr so drauf eingehen. Folgenden Vorschlag. Ich werde nur Personen oder Dinge unterstützen hier auf Koh Samui, wo ich selber sehe, das ist notwendig. Ich werde euch, jeder kann hier auf Koh Samui eine Sache benennen, wo er meint, dass da auch Spendengelder reinfließen könnten. Und dann werde ich mir das ansehen, ich werde das filmen und ich werde euch fragen, ob ihr einverstanden seid mit einer Umfrage, ob ich das unterstützen soll mit eurem Geld. Das ist ja nicht mein Geld, das ist euer Geld. Ich glaube, das ist eine faire Sache. Ich möchte auch noch andere Menschen helfen mit so viel Geld. Und ihr sollt daran beteiligt sein, ob dieses Projekt würdig ist, sage ich mal, um das zu unterstützen. Das wird also in 2 oder 3 Wochen werde ich das angehen. Ich habe momentan genügend zu tun mit Oma, mit den Umfelden. Ich habe ja in einem Film, der ist ja Sonntag gekommen, habe ich ja angekündigt, dass jemand hier bei mir einzieht erstmal, um uns näher kennenzulernen. Ich brauche auch mal meine Ruhe. Dann werde ich diese Sache angehen. Das Geld wird nicht schlecht auf der Bank, es ist auf dem eigenen Konto. Seit Jahren habe ich ein eigenes Spendenkonto, wo das drauf ist. Und dann machen wir es in die Richtung. Es gibt aber auch sehr, sehr nette Menschen, die auch persönlich hier auf Koh Samui kommen und sich bedanken über die ganzen Filme, die ich gemacht habe. Und einer, das ist der Horst, der kam hier mit so einem tollen Messer an. Das ist eine Spezialausführung für die Schweizer Feuerwehr mit Leuchtschrift, also nicht Leuchtschrift, das leuchtet, also phosphathaltig ist das. Und einzigartig ist bei den Schweizer Messern hier eine stehende Klinge. Das ist also dafür da, um also den Sicherheitsgurt durchzuschneiden. Hat einen Ehrenplatz bei mir im Auto für den Notfall. Also schönen Dank, Horst. Das habe ich also nicht vergessen. Fand ich toll. So, wer bellt da oben wieder? Der will wieder die Produktion zerstören. Holger? Das andere Projekt ist ja die Dachkamera. Die ist jetzt drauf. Da müssen jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten geändert werden. Das werde ich also noch hinkriegen. Auf dem Dach, glaube ich, muss ich nur noch einmal, aber das ist kein Problem. Ich habe ja auch einige Kommentare bekommen, das ist Leichtsinn. Also nochmal, das sieht man ja so. Ich glaube, wenn ich da ohnmächtig auf dem Dach falle, dann werde ich nicht runterrutschen, weil die Neigung ist nicht so steil, dass ich jetzt da runterfalle. Da könnte ich zwar runterrollen. Ja, okay, ich muss erstmal ein Frisbee schmeißen. Da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Die mache ich mir schon vorher. Nein, den Mitgliedern werde ich demnächst die Möglichkeit geben, also auf diese Dachkamera zuzugreifen. Damit muss derjenige aber eine App runterladen. Das werde ich also auch noch ausführlich bringen und dann muss ein QR-Code eingescannt werden von euch, von den Mitgliedern.
dann könnt ihr darauf zugreifen. Der QR-Code ist nur 1 Stunde gültig, aus Sicherheitsgründen, muss also fix gemacht werden. Das können wir auch über E-Mail machen, ein Feedback, das sollte kein Problem sein. Ich habe das jetzt ausprobieren lassen durch einen Freund, das funktioniert. Der Zugriff also auf diese Kamera wird demnächst von allen Kanalmitgliedern frei sein. Ich hatte ja mal vor einigen Wochen angesprochen, dass ich die Krankenhäuser angeschrieben habe. Ich habe bis jetzt 0 Feedback bekommen. Die Informationen, die durchgesickert sind, sind eben halt diejenigen, dass also hier auf der Insel keine Herzoperationen gemacht werden können, keine Bypässe, keine Ballons oder Stents gesetzt werden können. Die können nur in Suratani gemacht werden, hier in der Hauptstadt im Festland oder in Bangkok. Ich war bei meiner Versicherungsagentin bei der JIP gewesen und habe nachgefragt, ob da die Möglichkeit besteht, dass ich dann im Notfall mit dem Hubschrauber irgendwo hingeflogen wird. Ja, da bekam ich eine Information, das war wie ein kalter Schauer. Ja, in der Versicherung steht, dass also nur 150 Kilometer Transport bezahlt wird. Das war natürlich eine Überraschung für mich. Da muss ich mal dran arbeiten, ob man da was ändern kann. Ist aber bei mir im Moment nicht im Fokus. Ich will also nur damit andeuten, also wenn ihr eine Versicherung abgeschlossen habt, hier fragt mal bei eurem Versicherungsagenten, wie sind da die Konditionen des Transportes? Ja, vor allen Dingen, wenn man auf einer Insel ist. Das ist also noch ein großes Fragezeichen. Muss ich mich demnächst noch mal drum kümmern. Ja, mit der Aktion jetzt mit Oma und so, dass ich mich da so eingesetzt habe, da fragt man dann auch, wie kann man mir denn was Gutes tun? Also mir kann man was Gutes tun, indem ihr meine Projekte unterstützt und da bin ich dann auch glücklich, nämlich die glücklichen Gesichter zu sehen, wenn man jemandem hilft. Das kann ich, glaube ich, gar nicht so mit der Kamera festhalten, für euch halt auch zu bringen. Da bin ich auch schon glücklich. Natürlich habe ich auch, wie in den letzten Wochen in den Filmen gezeigt habe, erhebliche Betriebsausgaben für meinen Kanal. Also letzten Monat, das war für über 300 €, wo ich Equipment erneuern musste. Ja, da gibt es was, da gibt es unter den Filmen immer so ein Herz mit Thanks, Dankeschön. Wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr einmalig einen Betrag mir zukommen lassen, den ihr eben halt gerne spenden möchtet. Ich will nicht sagen, es ist eine Spende, sondern es ist eine Unterstützung für den Kanal. Und die andere Sache ist eben halt die Mitgliedschaft. Dann wird also jeden Monat was abgezogen. Das sind, ich glaube, in Deutschland sind das 4,5 € ist der Minimalbetrag. Das wird dann jeden Monat abgezogen. Jeden Tag kann das also auch gekündigt werden. Und davon bekomme ich eben halt auch einen Abschlag. Ja, da würde ich mich dann auch drüber freuen. Ich habe jetzt erstmal das ersetzt, was kaputt gegangen ist. Und ich habe also momentan, steht mal nichts mehr an, also könnte also wieder so das Geld ansparen. So nochmal zurückzukommen auf Oma und Spende und Community. In diesem Fall habe ich also wirklich absolut festgestellt, wie traumhaft es ist, mit euch zusammenzuarbeiten, euch das mitzuteilen, was hier los ist und dass ihr so großzügig seid mit der Spende. Das zeigt ja, dass die Gruppenbildung, die ich ja gemacht habe, ich gucke mir ja jeden Kommentar an und habe irgendwie das Gefühl, der passt dazu, der passt nicht dazu. Und ich habe auch viele blockiert. Ja, ich habe viele blockiert, die ganz dumm nur rumlabern und Gift versprühen. Und ich habe mir immer gesagt, ich will eine gesunde Gemeinschaft haben in meinem Kanal, die miteinander, untereinander kommunizieren können, den gleichen Gedanken haben. Und das ist jetzt in dieser Aktion am besten aufgeblüht und hat mir gezeigt, ja, ich habe das Richtige gemacht.
Arschlöcher auf Deutsch gesagt haben keinen Zutritt, Kommentare zu geben, um die ganze Sache zu vergiften. Besserwisser auch nicht. Konstruktive Kritik liebe ich eigentlich. Da müssen aber auch schon Lösungsansätze sein. Mein Chef hat immer früher gesagt, komm nicht mit Problemen, komm auch gleich mit der Lösung. Also wenn irgendetwas nicht stimmt bei mir hier, was ich denn so mache, dann bring auch einen Lösungsvorschlag und dann überlege ich mir, ob ich das umsetzen kann, ob da andere auch drauf reagiert haben. Dann ist das kein Problem, ist das gar kein Problem und da bin ich für alles offen diesbezüglich. So, ich mache mich jetzt fertig. Wir haben ja heute Montag. Zwar wird dieses jetzt schon aufgezeichnet, weil ich sonst keine Zeit habe. Das mache ich jetzt schon am Sonntag. Aber wo das ausgestrahlt wird, bin ich normalerweise bei Oma. Habe die 3 Mönche schon abgeholt. Darüber wird auch natürlich ein Film gemacht. Die Filme, die kommen jetzt nacheinander, also versetzt. Für Oma wird das also ein wunderbarer Tag sein. Ich muss noch Luftballons besorgen. Kuchen hat die Tiff gemacht, ja, die wollte das machen. Und wenn das Wetter mitspielt, wie es so aussieht, ja. Übrigens, da habe ich noch kein Wort zu gesagt. Also das Wetter ist, ich will nicht sagen wechselhaft. Wir haben also überwiegend schönen Sonnenschein, um die 30, 33 Grad. Wir haben aber auch schon mal richtig kräftigen Regen jetzt, aber das bezeichne ich noch nicht als Regenzeit. Das hat man eben halt und die Natur freut sich darüber. Wir hatten jetzt vor allen Dingen im Süden von Samui, dass wir da kräftige Windböen hatten, wo ja auch das Dach weggeflogen ist von Oma. Aber ansonsten haben wir so, wie ihr hinten seht, Koh Tao sehe ich gerade nicht, aber wir haben eine gute Fernsicht und ideal, um hier Urlaub zu machen. So, das reicht jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.